Hallo alle zusammen, ich heiße Chica und herzlich willkommen zu Cooking for Smiles. Wie ihr wisst, kann man aktuell nur schwer Gesichtsmasken kaufen. Daher musste ich für meine Familie selbst Masken nähen. Leider gibt es hier ein Problem. Jeder hat eine andere Gesichtsform und Größe. Ein einziges Schnittmuster reicht nicht. Nach etwas Überlegen ist mir etwas Gutes eingefallen. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach eigene Schnittmuster ohne Maßband produzieren und den Mundschutz nähen kann. Fangen wir an. Für ein Schnittmuster brauchen wir ein A4 großes Blatt Papier. Zusätzlich brauchen wir noch einen Stift und eine Schere. Das Blatt Papier falten wir einmal in der Mitte. Als nächstes nehme ich ein normales Taschentuch. Ich falte es mehrfach wie eine Ziehharmonika, so dass es nur noch etwa 2 cm breit ist. Es muss nicht so genau sein, aber für das Herstellen eines Schnittmusters ist eine geringere Breite von Vorteil. Mit dem Tacker fixiere ich beide Enden. Diese Größe passt mir, aber für meinen Mann benötige ich anstatt eines Taschentuches ein Stück Küchenpapier. Ihr solltet unbedingt auf die Papierlänge achten, da es das Schnittmuster stark beeinflusst. Ich passe es so lange an, bis Kinn, Mund und Nase gut bedeckt sind. Wenn die Größe stimmt, klappe ich die beiden Seiten zusammen. Anschließend lege ich das gefaltete Taschentuch auf das Stück Papier. Achtet darauf, dass der Falz des Taschentuchs und des Papiers gleich aufliegen. Nun markiere ich die Kontur des Taschentuchs auf dem Papier mit einem Stift. Zur Befestigung eines Gummibandes oder einer Kordel benötige ich etwa 2 cm Stoff. Diese markiere ich zusätzlich auf dem Papier. Ich zerschneide das Stück Papier entlang der Markierung. Tada! Das ist fast fertig. Vergiss bitte nicht zu markieren, welche Seite oben ist, bzw. welche Seite die Nase abdeckt. Für den nächsten Schritt benötigen wir ein Stück Tuch, einen Tacker und einen Stift. Das ist ein normales Stück Tuch. Ich verwende es als Außenschicht. Später verwende ich noch ein zweites Stück Textil aus Baumwolle für die Innenschicht. Ich breite das Tuch aus und lege das Schnittmuster oben darauf. Zur Fixierung des Schnittmusters verwende ich einen Tacker. Aber Sicherheitsnadeln gehen auch. Jetzt kann ich die Kontur des Schnittmusters auf den Stoff markieren. Anschließend zerschneide ich den Stoff, aber Achtung, bitte schneidet nicht entlang der Linien. Entlang der Linie wird später genäht. Ihr müsst etwa 5 mm weiter außen entlang schneiden. Nach dem Schneiden könnt ihr das Schnittmuster entfernen. Bitte markiert wieder die Oberseite des Mundschutzes. Nun gilt es, die beiden Hälften entlang der Linie miteinander zu vernähen. Beginnen tun wir an der Spitze und arbeiten in der Richtung der Falz. Aus Gründen der Dichtbarkeit habe ich einen schwarzen Faden verwendet. Es ist jedoch empfohlen, für den Faden eine ähnliche Farbe wie euren Stoff zu verwenden. Auf die gleiche Weise habe ich ein altes T-Shirt auf Baumwolle vernäht.
welches als Innenlage dient. Im nächsten Schritt werde ich die beiden nun zusammennähen. Ich öffne hierzu den Äußerstoff und lege den Innenstoff rechts herum hinein. Das heißt, die schönen Seiten liegen nun zusammen. Da ich nach dem Vernähen alles umdrehen werde, ist das kein Problem. Ich stelle sicher, dass die beiden Stoffteile gut aufeinander liegen. Dann kann ich das Schnittmuster entfernen und beide Elemente mit einem Tacker fixieren. Jetzt gilt es, beide Elemente entlang der Linie zu vernähen. Offen bleibt nur ein kleiner Abschnitt auf der rechten Seite. Bei dieser noch offenen Verbindung schlage ich in den gesamten Mundschutz nach rechts um. Um die Ecken und Kanten besser zu formen, drücke ich mit einem Stift von innen gegen den Stoff. Zusätzlich verwende ich einen Haarglätter, um die Kanten zu fixieren. Ein Bügeleisen geht auch. Die verbleibende Öffnung an der Seite vernähe ich mit einem Blindstich, damit man die Naht später nicht mehr sehen kann. Zum Schluss lege ich noch die Koder auf die Seitenelemente der Maske, schlage die Seite um und vernähe sie. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite.